Heute zeige ich dir ein super cooles Tool, das du bestimmt noch nicht kennst. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal dreht sich alles ums Nähen, Handarbeiten und DIY. Und heute möchte ich dir etwas ganz Besonderes zeigen. Und zwar möchte ich dir die Firma Sewtides vorstellen. Kurze Anekdote, wie ich an diese Firma kam. Ich bin nächste Woche bei der H&H und wollte da schon mal vorab ein wenig gucken, welche Aussteller sind denn da, bei wem möchte ich vorbeischauen. Und als ich das gemacht habe, bin ich über die Firma Sewtides gestolpert und dachte, was ist das, kenne ich nicht, habe das angeklickt und mir die Seite angesehen und war so hyped, dass ich sofort mit den beiden Inhaberinnen Kontakt aufgenommen habe. Das sind Jamie und Jessica, die beiden sind Schwestern. Und die haben sich das Ganze ausgedacht und ich musste das einfach haben. Ich musste das ausprobieren, weil ich die Idee so genial finde. Und das möchte ich dir heute zeigen. Ich habe mir ein kleines Resteprojekt überlegt, um das Ganze auszuprobieren. Wirklich nur eine Kleinigkeit, also keine große Nähanleitung heute. Es ging mir darum, das Ganze einmal rundum auszuprobieren. Das Ganze kommt in diesem super handlichen Karton mit Griff, sodass man das auch schön irgendwo in einem Schrank, einem Regal, in einer Ecke verstauen kann und nicht noch ein Teil immer offen rumliegen hat, das zustaubt. Ich werde das auf jeden Fall immer so verstauen und mir das holen, wenn ich es benutze. Und da gucken wir jetzt mal rein. So sieht das Ganze verpackt aus. Ich habe hier ein Lineal, natürlich magnetisch, denn das ist ja der Clou an der ganzen Sache. Alles ist magnetisch. Es gibt English Paper Piecing Palettes. Das sind kleine Schablonen für Handstiche. Ich habe damit noch nichts gemacht. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber das werde ich noch tun. Dann habe ich die großen Magnete für die Matte und kleine Magnete, um Stoff zusammenzuhalten für die Stickmaschine oder eben für die Schablonen für das English Paper Piecing. Und jetzt kommt das Herzstück des Ganzen, nämlich die Schneidematte. In meinem Fall die rotierende Schneidematte. Es gibt auch andere Schneidematten, aber ich fand das Prinzip so genial, dass ich das einfach ausprobieren wollte, auch wenn ich nicht so der Quilter bin. Und das läuft so richtig smooth. Ich fand die Idee ziemlich genial und das Ganze steht gut. Es ist nicht wahnsinnig aufbauend, das ist natürlich ein bisschen höher. Es ist kugelgelagert und dadurch läuft das einfach richtig rund. Ich habe erstmal alles ausgepackt, die ganzen kleinen Magnete, die in verschiedenen Stärken erhältlich sind und dann die großen Magnete, die für die Schneidematte gedacht sind. Und wie man sieht, das funktioniert maximal gut. Ich kann die Schneidematte sogar mit den Magneten anheben. Das hier sind die Paper Piecing Schablonen. Ich habe die ein bisschen zweckentfremdet oder, naja, meinen Fähigkeiten entsprechend benutzt. Sagen wir es mal so. Ich glaube aber, wer viel mit der Hand macht, für den ist das super praktisch. Hier kann ich meine Stoffstücke mit den Magneten auf die Schablone pinnen und dann Handstiche setzen. Und wer da viel von Hand macht und weiß, wie friemelig sowas ist, das ist der Grund, warum ich es nie mache, der, glaube ich, versteht auch, was für eine Erleichterung das Ganze ist und wie viel besser das funktioniert, wenn das Ganze flach nebeneinander liegt, festgehalten wird und man dann nicht mit einer Hand halten muss und gleichzeitig noch nähen muss und alles ist irgendwie schwierig. Und das hier ist das Lineal. Gerade Kanten muss man immer schneiden, deswegen ist ein Lineal, das fest auf dem Stoff liegt, super. Allerdings, ganz wichtig hier zu beachten, das ist natürlich nicht in Zentimetern. Das heißt, ich habe hier etwa 1,3 Zentimeter von Linie zu Linie. Und jetzt testen wir mal, wie gut das Ganze hält. Das ist schon relativ streng, aber es lässt sich auf jeden Fall immer noch bewegen. Das heißt, wenn man sehr viel Druck ausübt, dann könnte es natürlich sein, dass es einem verrutscht. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wir haben ja die starken Magnete für die Schneidematte und auch die können wir natürlich noch mal zusätzlich auf das Lineal setzen.
Und jetzt ist das Ganze schon relativ fest und da verrutscht so leicht nichts mehr. Und ein bisschen Druck von oben bringt man ja eh immer noch mal drauf. Deswegen für mich auf jeden Fall ein Gamechanger. Das Ganze gibt es auch noch in größer und mal gucken, ob ich mir das auch noch gönne. Jetzt habt ihr alles gesehen, was da so drin war und wie die Sachen grundlegend erstmal funktionieren. Ich glaube, was man davon für sich brauchen kann, das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich glaube, dass die große Schneidematte auch noch eine echt coole Sache ist. Mal schauen, vielleicht wünsche ich mir die zum Geburtstag. Aber wenn man viel von Hand macht, sind auch die Schablonen super. Und natürlich kann man die Magnete auch wunderbar fürs Maschinensticken benutzen. Meine Maschine steht hier ungenutzt, aber sollte ich mich da irgendwann nochmal dran trauen, dann bin ich ganz froh, dass ich das habe. Aber auch mehrere Stofflagen zusammenhalten, um das durch die Maschine zu ziehen. Auch dafür sind die kleinen Magnete super praktisch. Und jetzt wollte ich das natürlich in der Praxis testen. Und wie gesagt, es gibt heute keine große Anleitung, nur ein kleines Projekt mit ein paar Resten. Und gestartet habe ich mit was ganz, ganz Einfachem und zwar mit Glasuntersetzern mit maximal wenig Aufwand. Und die machen wir jetzt. Für das Projekt habe ich mir von Sew Easy so Acryl-Sechsecke geholt in verschiedenen Größen. Außerdem habe ich mir ein paar Stoffreste rausgesucht, hauptsächlich Webware, und die werde ich versuchen jetzt heute zum Teil zu verarbeiten. Als Basis dazu gekauft habe ich mir noch Filz in 3 mm Stärke und dann würde ich sagen, legen wir los. Angefangen habe ich mit diesem Jackenstoff für meine Glasuntersetzer. Der hat natürlich den Vorteil, dass er nicht ausfranst, und zum ersten Ausprobieren wollte ich es so einfach wie möglich halten und da kam mir der genau recht. Dann habe ich meine Acrylschablone und ein Stück Filz genommen und das Ganze auf der Matte platziert und mit ein paar Magneten fixiert und geguckt, ob das hält. Ich habe mich dann für 4 Magnete entschieden, damit das möglichst stramm sitzt. Und das ist schon ein echter Stresstest, denn wir haben ein mehrere Millimeter dickes Acryl, einen 3 mm dicken Filz und dann soll das Ganze natürlich noch halten. Und das hat hervorragend funktioniert, da ist nichts verrutscht. Und mit dem Rollschneider kann ich da jetzt einfach rumschneiden und mir die Matte drehen, sodass sich mein zuschneidendes Stück nach mir richtet und ich mich nicht nach dem zuzuschneidenden Stück richten muss, indem ich entweder das Ganze drehe, dann verrutscht es, ich muss es neu ausrichten, oder indem ich mich da so rumbiege. Wenn man so wie ich den Tisch an der Wand hat und keinen, um den man rumlaufen kann, dann ist zumindest für kleine Sachen diese Matte wirklich eine echte Lösung, eine echte Veränderung. Und genauso habe ich das jetzt für mein zweites Stück Stoff gemacht. Da habe ich ein bisschen geguckt, wie ich das ausrichten möchte, habe mir das wieder mit den starken Magneten festgemacht und da einmal rumgeschnitten. Jetzt habe ich mir das maximal einfach gemacht, da der Stoff ja nicht ausfranst. Ich habe mir das einfach aufeinander gelegt, Kante auf Kante. Und jetzt habe ich meine kleinen Magnete genommen und habe das Ganze einfach zusammengepinnt damit. Das hat bei dem Motivstoff schon mal den Vorteil, dass ich da mit Nadeln nicht so gut durchkomme und die so ein bisschen hässliche Löcher hinterlassen. Und das Ganze ist natürlich sehr dick, da verbiege ich mir insgesamt meine Nadeln eher. So kann ich das einfach zusammenhalten, ohne dass sich irgendwelche Nadeln verbiegen, irgendwelche Clips rumfliegen. Ich muss sagen, ich finde das eine sehr praktische Alternative zu den bisher bekannten Befestigungsmöglichkeiten. Damit bin ich dann an die Nähmaschine und habe das ganz knappkantig einfach mit einem Geradstich abgesteppt, sodass die beiden Lagen miteinander verbunden sind. Und ich entschuldige mich für den Stroboskop-Effekt. Ich habe keine Ahnung, wo da das Problem bei der Kamera lag. Ich glaube, ich habe es danach in den Griff bekommen. Also sorry for that. Und hier sind meine Quick and Easy Glasuntersetzer. Das waren die Glasuntersetzer. Sehr viel einfacher kann man es nicht mehr machen, aber ganz ehrlich, Reste hat man immer und das ist eine feine Sache, um sowas einfach wegzukriegen, und Glasuntersetzer kann man immer brauchen. Dann habe ich mir gedacht, das Ganze noch ein bisschen vergrößern und ich wollte noch weitere Topfuntersetzer haben. Im Sommer, wenn ich auf der Terrasse draußen sitze, wollte ich irgendwie was Hübsches noch haben. Und ich hatte noch Reste von einem Stoff mit Blattmotiv.
Und da habe ich mich entschieden, die zu einem Topfuntersetzer zusammenzufassen. Und wie ich den gemacht habe, zeige ich dir jetzt. Ich habe mir in derselben Größe wie eben wieder Filz zugeschnitten, und zwar insgesamt 7 Stück. Und die kann man jetzt arrangieren, sodass die wie eine Blume liegen. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch und dachte mir, das passt auch von der Größe ganz gut für einen Topf. Das könnte man natürlich unendlich erweitern, denn man kann da ja immer wieder anbauen. Und dann habe ich mir die nächste Schablone genommen, die eine Nummer größer ist, wie man hier sieht. Und aus dieser größeren Schablone habe ich mir jetzt meinen Motivstoff zugeschnitten. Ich habe das dieses Mal größer zugeschnitten, weil das Webbare ist die Ausfranz und ich so das Ganze einmal mit einer Nahtzugabe versehen kann und umbiegen kann. Und auch da habe ich einfach wieder von diesem Stoff 7 Stück eben in der Nummer größer ausgeschnitten. Nachdem ich alle ausgeschnitten hatte, habe ich wieder die kleinere Schablone genommen und mir die auf der Rückseite meines Motivstoffs platziert, sodass das in etwa mittig liegt, und habe mir dann die Kanten mit einem kurzen Strich markiert, einmal rundum, sodass ich überall meine Nahtzugabe habe. Ich habe hier, wie man sieht, einfach einen Kuli genommen, weil der aufwebbare gut geht. Man kann natürlich auch einen Trickmarker nehmen oder einen Frictionstift. Das habe ich dann bei allen gemacht. Und mit einer Bügelschablone geht es dann wirklich super. Die kann ich an dieser Kante anlegen, mir das auf die Bügelschablone legen und rundum umbügeln. Und wenn ich das gemacht habe, dann sieht das so aus. Ich habe dann die beiden Stoffteile wieder aufeinander gelegt, also den Motivstoff auf den Filz. Und hier habe ich es jetzt geklippt, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich noch präziser damit arbeiten kann. Spoiler, nee, mag aber an meinen Fähigkeiten liegen. Was aber in diesem Fall auch nicht so wichtig war. Warum, seht ihr gleich noch. Und jetzt habe ich mir erstmal alle Ecken, alle Kanten rundum festgepinnt und bin damit an die Nähmaschine. Nachdem ich alle Teile fixiert hatte, mit den Clips bin ich an die Nähmaschine und habe das knappkantig einmal rundum mit einem Geradstich an allen Teilen abgesteppt, damit erstmal alles verbunden ist und nicht mehr verrutschen kann. Im Anschluss wollte ich alle Teile zusammenbringen und um mir das an der Nähmaschine leichter zu machen, habe ich beschlossen, auch gleich noch die Paper Piecing Schablonen auszuprobieren. Das ist zwar ein bisschen zweckentfremdet, aber für meinen Zweck hat es trotzdem gut funktioniert. Und da habe ich einfach die Teile, die ich miteinander verbinden will, mit der Rückseite nach oben auf die Schablone gepinnt mit den Magneten. Und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Und wie gesagt, der Filz ist wirklich dick. Wenn man da dünneren Stoff hat, wird das noch viel besser funktionieren. Und habe das Ganze dann von Hand fixiert und habe da einfach ein paar Stiche gesetzt, nur in den Filz, damit das erstmal zusammen ist, bis ich alle Teile verbunden hatte. Und damit bin ich dann auch wieder an die Nähmaschine. An der Nähmaschine habe ich dann mit einem Satinstich zuerst die Mitte zweimal umnäht und dann die einzelnen Streben. Und auch da habe ich das immer zweimal gemacht. Das heißt, ich habe in die eine Richtung genäht, habe das Ganze dann gedreht und in die andere Richtung genäht. Und zum Schluss habe ich noch auch mit dem Satinstich die Kanten eingefasst. So hatte ich eine schöne Verbindung. Das Ganze ist stabil, das wabbelt nicht rum und sieht aus meiner Sicht gut aus und hat einfach was von einer Wabe. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ich das gemacht habe rundum, dann sieht das so aus. Das ist also mein Topfuntersetzer. Ich weiß, nichts Besonderes, aber um das alles auszuprobieren, für mich super ausreichend. Und Topfuntersetzer ist halt auch einfach was ich immer irgendwie brauchen kann. Und jetzt habe ich was Hübsches für draußen im Sommer. Jetzt kommen wir zu dem schwierigeren, in Anführungsstrichen. Das habe ich mir schon ganz, ganz lange auf die To-Do-Liste geschrieben. Jetzt war eine gute Möglichkeit, das auszuprobieren, weil ich einfach die ganzen Sachen von Sewtiles perfekt dafür benutzen konnte. Und zwar wollte ich noch kleine Serviettenringe, einfach mit einem Gummi, und zwar vorne drauf mit einem kleinen kitschigen Schmetterling. Manche von euch mögen vielleicht sagen, es ist zu kitschig. Ich fand es aber irgendwie ganz cute. Man kann das Ganze natürlich auch als Haargummi für ein kleines Mädchen benutzen. Ich habe es mir jetzt als Serviettenringe gemacht. Und wie ich die Schmetterlinge gemacht habe, zeige ich dir jetzt. Dazu brauche ich einen Gummi
und 2 Stoffreste, sprich also 2 verschiedene Farben von Stoffen. Ich hatte hier noch so eine Seide und noch einen Rest von meinem großen Kleidprojekt in Lila und die beiden wollte ich jetzt benutzen. Und dazu muss ich mir als erstes 2 Rechtecke zuschneiden und zwar in 9 mal 13 Zentimeter. Und auch wenn mein Lineal hier nicht in Zentimeter ist, kann ich halt wunderbar gerade Kanten damit schneiden und so habe ich mir erstmal die beiden Teile zugeschnitten und habe das einfach mit dem ganz normalen Maßband ausgemessen. Diese beiden Teile werden dann rechts auf rechts gelegt und zusammengenäht. Dabei muss man eine Wendeöffnung offen lassen. Wenn das zusammengenäht ist, werden die Ecken eingekürzt, damit ich das Ganze schön ausformen kann. Wenn das gewendet und die Ecken ausgeformt sind, das Ganze einmal bügeln, die Nahtzugabe nach innen klappen, absteppen und dabei die Wendeöffnung schließen. Jetzt muss das Ganze gefaltet werden und das ist mit Worten nicht gut zu erklären, deswegen am besten einfach gucken, was ich mache. Ich falte das einmal der Länge nach, dann nochmal der Breite nach und dann wird das so umgebogen, dass ich 2 Dreiecke habe. Also ihr seht es ja, das kann man nicht erklären, glaube ich. Und das falte ich mir hübsch, sodass das ordentlich liegt. Dann halte ich das fest und nehme die Ecke und biege die nach unten, sodass sich ein Flügel ausformt. Und um das Ganze zu fixieren und festzuhalten, habe ich mir eine Paper-Piecing-Schablone genommen und das Ganze da mit einem Magneten befestigt. Dann habe ich den Flügel, den ich gerade geformt habe, mit ein paar Handstichen zusammengenäht, damit das Ganze fixiert ist und nicht mehr auseinandergehen kann. Und dasselbe habe ich auf der anderen Seite gemacht. Dann habe ich das Ganze in sich noch fixiert auf der Rückseite, sodass die Flügel auch nebeneinander bleiben und habe beim Kopf oben ein paar Mal öfter rumgestochen, um so ein Köpfchen anzudeuten. Jetzt habe ich nur noch ein Stück Gummi mit 15 Zentimetern abgeschnitten, habe das aufeinander gelegt und mit einem Zentimeter zusammengenäht. Und um es mir möglichst leicht zu machen, habe ich hier wieder die Paper-Piecing-Schablone zweckentfremdet, habe das Gummi rumgemacht, meine Naht in die Mitte gelegt und da den Schmetterling drauf, dann sieht man die später nämlich auch nicht, und habe mit ein paar Handstichen den Gummi am Schmetterling festgenäht. Und das ging super mit der Schablone, weil mir das einfach nicht im Weg war und das schön ordentlich lag, weil das gespannt war. Also ich fand das tatsächlich, dafür ist es nicht gedacht, aber ich fand das tatsächlich sehr praktisch so. Und nachdem ich das festgenäht hatte, habe ich die Flügel noch mit ein paar kleinen Stichen zusammengenäht. Und ja, so sieht das aus, wenn es fertig ist. So, das war's. Ich weiß, keine großen Projekte heute, aber ich glaube, ich konnte zumindest die Produkte von Suitides relativ umfassend testen, soweit meine Fähigkeiten das zulassen. Wie gesagt, ich bin keine Quilterin und ich muss sagen, mir hat das richtig Spaß gemacht beim Benutzen. Besonders das Ausschneiden, dass ich einfach drehen kann und nichts verrutscht und ich mich nicht um die Sache rum verrenken muss, sondern dass sich das in meine Richtung dreht, so wie ich es benutzen möchte und dabei eben auch der Stoff nicht verrutscht. Ich finde das eine ganz, ganz großartige Sache. Hier sind jetzt meine Outputs, meine kleinen Glasuntersetzer. Ja, wie gesagt, nichts Besonderes, aber ich bin trotzdem happy für jedes Stück Stoff, das ich wieder verwenden kann und nicht wegwerfen muss. Mein Topfuntersetzer, den ich tatsächlich ziemlich cool finde. Da fallen mir noch 100 andere Möglichkeiten ein, wie man das gestalten kann. Man könnte alleine schon diese Stoffstücke aus vielen, vielen kleinen Stoffstücken machen. Man könnte das Ganze in verschiedenen Farben machen. Also da, glaube ich, ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und meine kleinen, kitschigen Schmetterlinge als Servettenhalter. Ich muss sagen, mir gefällt's gut. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, als Haarring für ein Mädchen genauso geeignet. Ich hoffe, du hattest Spaß und vielleicht bist du auch neugierig auf Suitides geworden. Dann solltest du da unbedingt vorbeischauen und wenn du bestellen möchtest, meinen Rabattcode BABS15 benutzen und 15% sparen bei deinem Einkauf. Der Rabattcode gilt erstmal unbegrenzt, deshalb keine Eile, du kannst dir das ganz in Ruhe überlegen. Wenn du Spaß mit dem Video hattest und Interesse an Tests oder Neuheiten oder Nähprojekten oder Bastelprojekten hast,
Dann würde ich mich über ein Abo freuen und wenn du Spaß hattest, über einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!